Leute, hier ist Jake. Ich zeige euch heute ein wunderschönes Sammlermesser, auf das ich ziemlich lange gewartet und wonach ich sehr lange gesucht habe. Ich will es nicht sofort verraten, ich gebe euch mal ein paar Hinweise. Cheyenne, Nelson Cooper oder John Nelson Cooper, Museum of Modern Art, ein paar Jahreszahlen, 1974, 1978, dann haben wir noch Seiko Kanematsu, Suzuki, Moki, habt ihr es schon? Und Philip W. Hoffman. Wer meinen Kanal längere Zeit beobachtet hat, weiß inzwischen, worum es geht. Es geht um ein Lakota-Messer. Das Lakota Hawk. Jo Leute, ich habe es ja schon eingangs erwähnt, die ganzen Hinweise. Beim Little Hawk habe ich euch schon mal gezeigt, wie der Philip Hoffman als junger Mann sich Gedanken darüber gemacht hatte, sein eigenes Messer an den Mann zu bringen. Der John Nelson Cooper hat ihm dabei geholfen und dann hat er später tatsächlich seine eigene Firma gegründet, die zunächst Cheyenne hieß und später wegen Namensstreitigkeiten auf Lakota geändert wurde. Ja, und das Lakota Hawk kam in seiner ersten Version in so einer Kiste und mit so einer Stecklederscheide, und darauf sieht man auch den Namenszug Lakota, und dabei war so ein Papier von dem Präsident Phil Hoffman. Da gibt es einiges über die Benutzung, über die lebenslange Garantie des Messers und wie man es schärft. Ja, und wie sieht es dann noch aus? Das ist also das Original Lakota Hawk. Der Ursprung. Und dazu kamen ja dann noch die anderen Messer, das Little Hawk, das Finwing, das Fishhawk, Falcon und noch ein paar andere Messer. Ich sag mal gerade die Daten. Das wiegt 290 Gramm, hat eine Gesamtlänge von 22 cm, eine Klingenlänge von 11,5 cm, die Schneide ist 8,5 cm lang, die Klingenhöhe 3,3 cm, Klingenstärke 5 mm,
Es besteht aus AUS 8A oder nur kurz 8 oder A8 Stahl, japanischer Klingenstahl, hat eine Härte von ungefähr 58 Rockwell, ist eine Full-Tank-Konstruktion mit Edelstahlbacken hier am Fingerschutz, mit Griffschalen aus braunem Packerholz. Sollte wohl ursprünglich Ebony sein, aber ich glaube nicht, dass das Ebenholz ist. Ja, und das Besondere am Messer ist ja auch, es steht. Nämlich hier auf diesem Fingerschutz und auf diesem Abschluss ist ja kein richtiger Knauf hier am Ende, aber diese beiden Teile reichen aus, um das Messer so schön abzustellen und die Schneide zu schonen beim Abstellen. Das Design ist auch etwas Besonderes, erinnert allerdings nicht an einen Hawk. Hawk heißt ja Habicht oder Falke, sondern eher für mich an einen Dachs vielleicht. Aber da braucht man ein bisschen Fantasie. Es ist auf jeden Fall für die damalige Zeit und auch heutzutage noch ein besonderes, ein neues Design, seiner Zeit vielleicht voraus. Hat sich orientiert an die Praxisanforderungen von dem Philipp Hoffman, der war Jäger und der hat dieses Messer designt, weil er kein passendes gefunden hat. Es war richtungsweisend und auch wirklich absolut erfolgreich. Die Leute, die sich so eins gekauft haben, das war recht teuer damals, waren wirklich zufrieden. Leider ist die Firma kein Riesenerfolg geworden, da zu der Zeit wohl auch der japanische Yen zum Dollar ziemlich anzog. Also die Messer wurden teurer. Gleichzeitig lief es vielleicht in der Wirtschaft zu der Zeit nicht so gut. Da waren dann teure Messer nicht mehr so gefragt. Ja, es hat zwar den Preis im National Firearms Magazine gewonnen und kam auch in die permanente Ausstellung vom MoMA, vom Museum of Modern Art, aber selbst hohe Qualität hat da nicht ausgereicht. Der Philipp Hoffman musste die Firma aufgeben. Später hat er noch Condor gegründet, eine zweite Firma mit ähnlichem Design, haben die auch Messer gemacht, aber auch dieses Projekt war nicht wirklich erfolgreich. Jo, zum Messer selber nochmal, also die Hand liegt super, man kann hier den Daumen schön ablegen. Beim Normalgriff, Vorgriff ist auch sehr gut möglich für feinere Schneidarbeiten. Hier der breite Rücken ist ideal fürs Betoning oder eben kann man damit auch Knochen durchtrennen oder so durchschlagen, wenn man hier oben mit einem Holz drauf schlägt. Also wirklich tolles Messer. Verschiedene Griffvarianten sind möglich. Zum Skinnen und so weiter. Ja, und ich habe lange gewartet, bis ich mein erstes Lakota Hawk fand. Und dann bekam ich tatsächlich noch ein zweites. Und zwar die Version von Sei Kanematsu. Die erste steht nur Japan drauf.
Und dann gibt es die von Kanematsu, das ist wohl die zweite Version. Und ob ihr es glaubt oder nicht, tatsächlich habe ich noch ein drittes gefunden. Und dazu habe ich mir eine eigene Scheide gemacht mit einem nur stilisierten Hawk, eine Art Habicht, Falke, aber nicht originalgetreu, sondern eher Fantasy-mäßig. Und Lakota habe ich drauf geschrieben. Aus einem Leder, das ich von einer alten Schultasche genommen habe, habe ich das zusammen gefrickelt. Es ist mir einigermaßen gut gelungen. Ich bin zufrieden. Steckt auch gut drin. Ja, und da ich gerade dabei bin, zeige ich euch auch nochmal meine anderen Lakota Messer. Hier das ist ein ganz seltenes, das Lakota Phoenix von Moki. Ein kleiner Bruder vom Little Hawk. Schöner kleiner Folder. Und dann habe ich hier auch noch bekommen ein Finwing. Der kleine Bruder vom Hawk. Ein feststehendes Messer mit kleinerer, schmalerer, spitzerer Klinge für, ja, ich glaube der Amerikaner sagt dazu, nicht für die große, also für die Big Hunting, sondern Small Hunting oder so ähnlich. Ja, das ist auch ein schönes Messer. Vielleicht später nochmal zu dem Messer ein extra Video. Jedenfalls habe ich eins, zwei. Ah ja, die letzte Version ist von Suzuki. H. Suzuki 3. Jo, Leute, das war's wieder mal. Mein kurzes oder doch recht langes Video zum Lakota Hawk, einem besonderen, einem schönen, aber auch einem seltenen Messer. Tja, was ich vergessen hatte, alle Messer haben einen Flachschliff mit konvexer Schneide. Jetzt testen wir mal, ob die auch scharf sind. Wir beginnen mit dem Messer der ersten Version, nur mit Japan markiert. Ich glaube, das ist schön scharf. Dann kommen wir zum zweiten. Das ist das von Kanematsu. Auch das hat eine schöne, scharfe, konvexe Schneide. Und zuletzt dann das Messer von Suzuki. Und das scheint mir noch
das schärfste zu sein. Schön. Sehr schön. Okay. Also sehr schöne, scharfe Sammlermesser aus den 70er, Anfang 80er Jahre. Gut Leute, das war's dann. Bis demnächst. Tschüss.